Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Yuval Noah Harari ist bekannt für seine tiefgreifenden Betrachtungen der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Menschheit. Nach seinen internationalen Bestsellern Sapiens und Homo Deus widmet er sich in 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert den brennenden Herausforderungen unserer Gegenwart. In diesem Buch zerlegt Harari die komplexen Entwicklungen, mit denen wir uns im digitalen Zeitalter beschäftigen müssen, und hinterfragt kritisch, wie Gesellschaft, Politik, Technologie und persönliche Identität gestaltet und beeinflusst werden. Seine Analysen sind multidisziplinär und fassen sowohl geschichtliche als auch philosophische Ansätze zusammen. Dabei versteht es Harari, abstrakte Themen greifbar und verständlich zu machen, sodass Leserinnen und Leser jeder Vorbildung die Relevanz dieser Fragestellungen erkennen. Das Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern regt dazu an, eigene Positionen zu hinterfragen und zu entwickeln. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, scheinbar vertraute Entwicklungen in neuem Licht zu präsentieren und so Denkanstöße für ein bewussteres, reflektierteres Leben im 21. Jahrhundert zu geben. Harari lädt dazu ein, über unsere Werte, Prioritäten und Ängste nachzudenken und zeigt gleichzeitig auf, warum kritisches Denken und Anpassungsfähigkeit heutzutage wichtiger denn je sind. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Künstliche Intelligenz und Automatisierung. Harari beleuchtet ausführlich, wie der rasante Fortschritt in künstlicher Intelligenz, KI und Automatisierung die Arbeitswelt und Gesellschaft grundlegend verändert. Viele Berufe, die heute noch alltäglich sind, könnten in wenigen Jahren verschwinden. Der Mensch sieht sich neuen Herausforderungen gegenübergestellt, denn nicht nur körperliche, sondern zunehmend auch kognitive Tätigkeiten werden von Maschinen übernommen. Harari diskutiert, was dies für die Wirtschaft, das Bildungssystem und die soziale Gerechtigkeit bedeutet. Wer in Zukunft bestehen will, muss nicht nur technisches Verständnis erlangen, sondern auch Kreativität, emotionale Intelligenz und das Vermögen zur lebenslangen Anpassung entwickeln. Dieses Kapitel verdeutlicht, wie sehr sich gesellschaftliche Strukturen verändern werden und wie Individuen und Staaten sich vorbereiten müssen, um im Wettbewerb mit Algorithmen und lernfähigen Maschinen nicht unterzugehen. Zweitens: Fake News und Informationsüberflutung. Ein zentrales Thema des Buches ist die Krise der Wahrheit im digitalen Zeitalter. Harari widmet sich der Rolle sozialer Medien, der gezielten Manipulation durch Desinformation und dem zunehmenden Vertrauensverlust in traditionelle Institutionen. Die Fähigkeit, authentische von manipulierten Nachrichten zu unterscheiden, wird laut Harari zu einer Kernkompetenz der Gegenwart. Informationsüberflutung sorgt dafür, dass viele Menschen Orientierung verlieren oder sich radikalisierten Gruppen anschließen. Er betont die Notwendigkeit, kritisches Denken zu fördern und Mechanismen zur Überprüfung von Quellen zu etablieren. Seine Analyse macht deutlich, wie leicht Gesellschaften durch gezielte Falschinformationen destabilisiert werden können und wie gefährdet demokratische Prozesse sind. Die Kontrolle über Informationsflüsse ist zu einer Machtfrage geworden, deren Auswirkungen noch nicht vollumfänglich abschätzbar sind. Drittens: Nationalismus, Religion und globale Herausforderungen. Harari untersucht die Renaissance des Nationalismus und das Wiederaufleben religiöser Bewegungen in einer Zeit, in der globale Kooperation notwendiger denn je erscheint. Trotz weltumspannender Probleme wie Klimawandel, Migration oder Pandemien erleben wir eine Rückbesinnung auf nationale Identitäten. Harari hinterfragt die Wirksamkeit traditioneller Ideologien angesichts globaler Herausforderungen und argumentiert, dass nationale Alleingänge langfristig nicht zielführend sind. Religionen bieten zwar Halt und Identität, können aber auch zur Polarisierung und Spaltung beitragen. Im 21. Jahrhundert müssen Menschheit und Politik lernen, über Grenzen und Dogmen hinweg zusammenzuarbeiten, um planetare Bedrohungen dauerhaft zu bewältigen. Dieses Thema erhält besondere Relevanz angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen. Viertens: Bildung und die Zukunft des Lernens.
Ein weiteres Schlüsselthema betrifft das Bildungssystem und die Transformation des Lernens angesichts rapide wechselnder Anforderungen. Harari argumentiert, dass traditionelle Bildungskonzepte veraltet sind und Schüler heute viel mehr Fähigkeiten wie kritisches Denken, Flexibilität und emotionale Intelligenz benötigen. Da Wissen veraltet und Informationen ständig neu bewertet werden, wird die Fähigkeit zum selbstgesteuerten lebenslangen Lernen essentiell. Schulen und Universitäten müssen vom reinen Faktenwissen zur Förderung von Analysefähigkeit und echter Problemlösungskompetenz umdenken. Harari beleuchtet außerdem den Einfluss von Technologie auf den Unterricht und die neuen Herausforderungen für Lehrkräfte, Eltern und Schüler, konstruktiv mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen. Wer die Bildungsfragen des 21. Jahrhunderts verschläft, droht gesellschaftlich abgehängt zu werden. Schließlich Bedeutung und Sinnsuche im 21. Jahrhundert. In einer Zeit rasender Umbrüche fragen viele Menschen nach Orientierung und innerem Halt. Harari analysiert, wie Bedeutungsfindung, Spiritualität und persönliche Identität im Zeitalter von Globalisierung und technischem Fortschritt herausgefordert werden. Während manche Menschen Halt in alten Traditionen suchen, orientieren sich andere an neuen wissenschaftlichen, philosophischen oder sogar technologischen Weltbildern. Harari betont, wie jeder Einzelne trotz Unsicherheit eine eigene, belastbare Sinnstiftung entwickeln kann. Dabei rät er zur bewussten Selbstreflexion, zum Infragestellen von Vorurteilen und zur Entwicklung einer eigenen Wertebasis. Sinnsuche im digitalen Zeitalter bedeutet, sich aktiv mit Unsicherheiten und Widersprüchen auseinanderzusetzen und neue Antworten auf alte Fragen nach Glück, Gemeinschaft und persönlicher Erfüllung zu finden. Zusammenfassend: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert ist ein Buch für alle, die den gegenwärtigen Wandel unserer Welt nicht nur verstehen, sondern aktiv mitgestalten möchten. Besonders empfehlenswert ist dieses Werk für Menschen, die sich mit den Herausforderungen von Technologie, Politik, Gesellschaft und persönlicher Entwicklung auseinandersetzen wollen, sei es als Schüler, Studierende, Fachkräfte, Eltern oder Führungskräfte. Harari zeigt eindrucksvoll, dass es keine Patentrezepte für die Zukunft gibt, aber er liefert zentrale Impulse, wie wir unser Denken und Handeln reflektieren und weiterentwickeln können. Das Besondere an diesem Buch ist seine Fähigkeit, große Fragen auf den Punkt zu bringen und verständlich zu erklären. Es hilft, komplexe Entwicklungen besser einzuordnen und ermutigt Leser, eigene Standpunkte zu überdenken und offen für Neues zu bleiben. Im Vergleich zu anderen Büchern bietet Harari eine seltene Mischung aus Tiefe, Übersichtlichkeit und Aktualität. Wer dieses Buch liest, gewinnt nicht nur an Wissen, sondern auch an Orientierung und Mut zur Selbstverantwortung. Es unterstützt dabei persönliche und gesellschaftliche Entscheidungen mit mehr Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein anzugehen. Deshalb lohnt es sich, dieses Buch zu kaufen, weil es nicht nur informiert, sondern auch inspiriert und aktiviert. Gerade in einer Zeit des Umbruchs benötigen wir Literatur, die uns geistig rüstet und herausfordert, neue Wege zu denken. Wenn Sie unterstützen möchten: Yuval Noah Harari. Können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.